Hi, Nana hier von Nanas Knits and Threads. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid und der Dezember kommt mit großen Schritten, er klopft schon an die Tür und somit auch die Vorweihnachtszeit. Wie schön ist das denn bitte? In den kommenden Minuten möchte ich mit euch über einige fertige Objekte reden, über Strickpläne für den Dezember und was denn hier so alles drumherum hier liegt und bei mir eingezogen ist. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ja, der Dezember ist schon fast da. Er kam dann doch jetzt schneller als erwartet. Jedes Jahr wieder, Weihnachten lang ersehnt und dann plötzlich da. Also zumindest geht's mir so. Ich freue mich trotzdem jetzt auf die kommenden Wochen. Und wenn ihr nicht Weihnachten feiert, dann ist ja trotzdem das kein Grund, dass ihr euch die Zeit jetzt vor Ende des Jahres nicht schön gemütlich macht, das Jahr vielleicht Revue passieren lasst, in gemütlichen Getränken wie Tee und Kakao und vielleicht auch Glühwein oder anderes schwelgt und genießt und das schön mit Gebäck und Plätzchen und was da auf euren Tischen landen darf, feiert und euch gut gehen lässt. Ja, apropos Revue passieren lassen, beziehungsweise dann die Vorweihnachtszeit. Also jetzt ist ja dann langsam auch die Zeit, wo man dann nochmal so versucht, kurz innezuhalten, mal Luft zu holen und sich mal neu zu sortieren. Zumindest geht's mir so. Das heißt also, einiges verschwindet strickig von den Nadeln, sei es wird geribbelt oder halt eben beendet. Da sitze ich jetzt gerade die nächste Zeit dran, um möglichst fürs neue Jahr neue Projekte angehen zu können. Ja, deswegen denke ich mal, legen wir doch mal los, weil es gibt hier einiges auf dem Tisch, was ich euch noch zeigen will, worüber ich sprechen möchte und angefangen halt auch mit meinen fertigen Objekten. Erst fangen wir mal mit dem an, was trage ich. Das ist mein Northern Lights Sweater, den hatte ich im Teststrick für die Sari Nordlund stricken dürfen, Anfang des Jahres, ich meine im Frühjahr. Und dann war eben das Wetter entsprechend zu warm, um diesen Pullover tragen zu können. Das heißt also, er wurde noch gar nicht getragen. Den habe ich jetzt aktuell erst wieder reaktiviert und freue mich jetzt auf die kommende Zeit, wo ich ihn eben ausführen darf. Gestrickt habe ich ihn aus Fingering Garn, Pure Merino und mit Flausch zusammengehalten. Das war Suri Deluxe. Die Farbe vom Flausch ist von Woolen Forest, also einmal Kaschmir und einmal Neon Azalee. Das ungefärbte hatte ich da. Das andere ist eben auch Neon Azalee. So. Wenn ihr bei Sari Nordlund schaut, dann hat der Northern Lights eigentlich bei ihr eine dunkelblaue Farbe, wie halt eben der Name verrät, halt Nordlichter. Ich persönlich wollte aber eine andere Kombination und finde, bin ja normalerweise nicht ein Beige-Typ, aber ich finde gerade ungefärbtes Garn, cremefarbenes Garn mit einem Beige gemischt, diesen Farbton mag ich sehr. Oder vielleicht auch mit einem hellen Grau und dann eben eine Neonfarbe dazu, dann leuchtet das Ganze umso mehr. In Kassel waren auch viele, das hing als Sampler und in Kassel waren viele davon begeistert. Ich habe einige Bilder gesehen von euch da draußen, die ihr mit diesem Pullover gemacht habt. In dieser Kombination ist es halt ein Eyecatcher. Mir war einfach danach. Alle Informationen zum Pullover findet ihr sowieso immer auf meiner Ravelry-Seite. Überhaupt die ganzen Sampler, die ich so gestrickt habe, die letzten Jahre, die findet ihr alle bei mir auf Ravelry und ihr könnt dann ganz genau nachschauen, wie viel Material ich verbraucht habe, von welcher Farbe was, von welchem Material wie viel und vor allem habe ich denn was verändert. Bei dem Teststrick hier nicht, aber vielleicht bei dem ein oder anderen Sampler. Deswegen fühlt euch frei, damit ihr mich auch findet. Also auf Ravelry bin ich unter Knits and Threads zu finden. Ansonsten auf TikTok, Ko-fi, PayPal, Instagram unter Nanas Knits and Threads, genauso wie hier auf YouTube. Und ja, also ich freue mich immer, wenn ihr mir folgt, beziehungsweise auf Ravelry eine Freundschaftsanfrage schickt und dann folge ich euch zurück. Dann können wir nämlich immer so sehen, was uns denn gemeinsam so interessiert. So, machen wir aber weiter. Im
November endeten meine 2 Culls. Ich hatte einmal den Nana Cull und einmal den Birds of a Feather Cull. Fangen wir aber erstmal mit dem Nana Cull an. Im Nana Cull habe ich es geschafft, meinen Füchslein-Sweater Nummer 3 fertig zu stricken. Und den hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Ich blende euch dann hier Episode ein, falls es euch interessiert, mit der ganzen Info zum Garn und etc. pp. Aber auf jeden Fall, den hatte ich im Nana Cull beendet und hatte auch, übrigens gibt's das Füchslein, das Original, mit dem es angefangen hat, sieht so aus. Deswegen die Färbung hieß Füchslein, daher die Namensgebung. Und ich habe noch Füchslein Nummer 2 in einem Frühlingston, würde ich es nennen, in so einem Flieder, Roséfarben gestrickt. Den hat aber meine Schwester. Da gibt es auch Bilder dazu, beziehungsweise ein Video. Auch das werde ich euch hier einblenden, falls ihr noch mal reinschauen wollt. Im Nana Cull habe ich es auch geschafft, meine zweiten Cardigan vom Spring Break Cardi zu beenden. Und zwar war das, den ich so schön genannt habe, Autumn Break Cardi, weil er in diesen Herbstfarben ist. Diese Variante habe ich nicht aus Big Mohair gestrickt, sondern wie ich es euch auch schon in vergangenen Videos gesagt habe, das ist Flausch bzw. Mohair dreifach gehalten und im Cardigan gefadet. In meinem letzten Video habt ihr mich gesehen, wie ich den Cardigan in Backnang anhatte und danach kamen sehr viele Kommentare, deswegen zeige ich es nochmal, was denn genau das für eine Anleitung wäre, beziehungsweise mit welchem Garn ich ihn gestrickt hätte. Ich betone es jetzt hier noch einmal, das ist die gleiche Anleitung wie der Spring Break Cardi. Er ist nur leichter, weil er nicht mit Big Mohair oder Big Suri gestrickt wird, sondern eben in dreifach Flausch, in dem Fall Mohair. Ich bin bekennende Mohair-Liebhaberin, ich liebe Mohair und deswegen ist er luftig leichter, aber ansonsten habe ich fast keine Veränderungen am Design gemacht. Das heißt also, wenn ihr die Anleitung schon habt, könnt ihr das genauso nachstricken. Ich habe am Ende der Originalanleitung das Rezept, ich nenne es das Rezept, also ihr könnt dann nochmal da drüber schauen, wie genau ich den gestrickt habe, beziehungsweise was ich an der Originalanleitung hier und da verändert habe. Das sind minimale Sachen, die habe ich an der Originalanleitung nochmal mit angeheftet. Er ist auf jeden Fall kürzer gestrickt und wie gesagt, durch die Dreifachhaltung des Garns konnte dann dieser Fade entstehen, den ich in noch feineren Abstufungen hätte machen können, wenn ich das Garn gekauft hätte und nicht einfach meinen Stash benutzt hätte. Also ich habe einfach benutzt, was da war, und das weiße Garn wurde mir von einer Zuschauerin gesponsert, die konnte das wohl für sich nicht verwenden, und bei Flausch bzw. Mohair sage ich nie nein. Und das restliche Garn war für meine Mohair-Folge ebenfalls Garn, was mir gesponsert wurde von diversen Firmen, um einfach die Mohair-Qualitäten miteinander zu vergleichen. Denn Mohair und Mohair ist nicht das Gleiche. Es gibt da horrende Unterschiede. Hier habe ich, wie gesagt, diese verstrickt. Das meiste, was aber hier verwendet worden ist, ist das Langjans Mohair-Garn. Steffi von Zauberkunstgarne hat dieses Mohair Lux bei sich im Shop. Da könnt ihr nochmal vorbeischauen, wenn es euch interessiert. Sie hat dann anhand von meiner Farbgebung die entsprechenden Farben bestellt, beziehungsweise dann noch Alternativfarben, um eben eine andere Variante, vielleicht in Grün oder Violett, euch das Stricken zu ermöglichen. Sehr zu empfehlen, das Mohair-Garn ist ein sehr schönes, qualitativ hochwertiges Mohair, lieb ich. Überhaupt liebe ich den Cardigan, der ist super luftig leicht. Also ist eine schöne Alternative zum Original-Cardigan, der ja eher als Jackenersatz gilt, würde ich sagen. Während der hier schon Indoor zu tragen geht. Auf jeden Fall. So viel dazu. Also im Nana Cull sind diese beiden Strickstücke entstanden. Der Cull ist zu Ende gegangen. Es war sehr schön, auf jeden Fall im Cull zu sehen, welche Varianten denn so die anderen alle gestrickt haben. Da waren unter anderem Waschbär, Fuchs und ein Kleid wird sogar gestrickt für Halloween. Dann habe ich auch Spring Break Cardis gesehen, mein Frozen Dahlia Tuch und auch den Frozen Nature Sweater. Den kann ich jetzt euch hier nochmal zeigen. Und zwar zeige ich euch den deshalb, weil die liebe Christine von Bewegtes Christinchen
Sie hatte jetzt ein Video gedreht mit Anleitungen, die man für Adventskalender nutzen kann. Also falls ihr einen Adventskalender habt mit verschiedenen mit verschiedenen Farbsträngen, dann könnt ihr in dieses Video reinschauen und da habt ihr einige Ideen. Unter anderem hat sie eben meine Designs genannt. Da war der Frozen Nature Sweater dabei. Das war ja eine Adventskalender-Anleitung, die ich für Wool and Forest gestaltet habe. Hier wurden 4 Stränge Fingering verwendet plus Flausch. Also Flausch war in dem Adventskalender nicht mit dabei, aber falls ihr für dieses Jahr zum Beispiel einen Adventskalender mit 4 Strängen Fingering Garn habt, dann könnt ihr den Frozen Nature nachstricken. Natürlich auch wenn ihr 24 Mini-Stränge oder 12 habt mit Fingering-Stärke, dann passt das auch. Ihr könnt ja mal auf Ravelry schauen. Der Garnverbrauch war auf jeden Fall ist der Pullover gefadet, wie ihr hier seht. Das war der Gedanke dahinter, damit man schön die Farben miteinander verblenden kann. In dem Fall halt eben auch eure, die ihr vielleicht habt. Das Adventskalendertuch Frozen Dahlia ist genauso nach dem Prinzip gestrickt, aber da braucht ihr keinen Flausch. Da könnt ihr die Fingering-Stärken der Stränge doppelt halten und dann halt eben so miteinander faden. Davon habe ich jetzt aber keinen Sampler da, weil da habe ich den Sampler an Wool and Forest geschickt. Und aktuell stricke ich am Adventskalender Tuch Kiss from a Rose. Erscheint am 1. Advent, wurde konzipiert für den Adventskalender von Zauberkunstgarne. Und stricken könnt ihr anderen aber trotzdem, wenn ihr ebenfalls noch für den Advent eine Anleitung sucht, könnt ihr gerne vorbeischauen. Wie gesagt, ab dem 1. Advent wird die Anleitung dann online verfügbar sein. Am Anfang nur mit einem Schwarz-Weiß-Bild, um einfach Überraschung nicht zu nehmen, den anderen, die halt ihre Farben noch nicht kennen, aber am 4. Advent auch in Farbe. So viel erstmal dazu. Dann möchte ich über noch ein weiteres Finished Object sprechen. Das habe ich tatsächlich nicht selbst beendet, aber begonnen. Und zwar reden wir über dieses hier. Wer meine Knit My UFO Folge kennt, hat das Strickstück schon gesehen. Das ist ein Design von Teti Luzak. Den Namen blende ich euch ein, weiß ich jetzt tatsächlich im Kopf nicht. Das durfte ich teststricken 2020 oder 2021, also auf jeden Fall in oder um die Corona-Zeit. Und ursprünglich ist dieses Design so, dass es diesen oberen Part nicht gibt, sondern es ist wie so eine Art Bluse, wie so eine Folklore-Bluse und hat auch diese Ballonärmel mit dem floralen Muster. Ja, aber im Teststrick, also ich bin vielleicht bis dahin gekommen und einen Ärmel hatte ich auch fertig. Im Teststrick habe ich stetig geschrieben, dass die Größenberechnung für mich, also dass das Strickstück zu groß ist, obwohl ich die Maschenprobe getroffen habe. Ich bin der Größenangabe bzw. Empfehlung von Teti gefolgt und an mir war das einfach viel zu groß. Sie hat es dann eingesehen, hat es gesehen und hat gesagt, ja, sie versteht das, sie kann nachvollziehen, dass der Teststrick somit für mich keinen Sinn macht und ich habe ihn dann abgebrochen. Dieses Strickstück lag dann erstmal. Im Zuge von Knit My UFO, da komme ich jetzt gleich nochmal dazu, was das ist, habe ich dann auch das Strickstück gezeigt und meine Freundin Lilly hat die Folge gesehen und hat gesagt, hier, möchtest du, dass ich das fertig stricke? Und dann habe ich gesagt, ich habe nicht nur die Größe falsch, sondern ich sehe auch, dass das Design einfach nicht zu mir passt. Am Anfang meiner Teststrickzeit habe ich einfach wahllos alles, was mich angesprochen hat, gestrickt, ohne darüber nachzudenken, ob ich denn überhaupt das fertige Strickstück tragen möchte, beziehungsweise es zu meiner Person passt. In dem Fall wäre das eher etwas für meine Schwester gewesen. Sie ist eher so der verspielte, romantische Typ, während ich dann so eher der klassisch sportliche Typ bin. Und dann habe ich gesagt, es wäre schade drum, wenn du dir Mühe machst. Ich werde das so nicht tragen. Und ich weiß aber, dass meine Schwester die Wolle nicht tragen kann. Die Wolle ist übrigens Holz Supersoft. Wolle mag ich, die kann man auch bis 30 Grad Wollprogramm in der Waschmaschine waschen. Das wäre jetzt ein Hinderungsgrund gewesen. Aber meine Freundin Lili sagte, mach nichts, ich strick's trotzdem. Ich probiere es an, dann trag's einfach ich.
Ja, und gesagt, getan. Sie hat's getan und hat dann gleichzeitig aber auch gemerkt, dass dieser Ausschnitt nichts für sie ist. Der war ihr einfach zu weit, obwohl sie sogar eine Schwimmerschulter hat, also noch mal breitere Schultern hat wie ich. Aber sie hat dann einfach von sich aus hier dieses Stück konzipiert, dass es aussieht, als hätte man unter dem Pullover noch mal ein Shirt an. Und das fand ich eine coole Idee. Ich habe es auch schon angezogen, bei ihr gesehen, das sieht super aus. Vorne steckt sie den Pullover in die Jeans rein und dann sieht es aus, als hätte sie ein Langarm-Shirt unter dieser Bluse an. Und somit ist das Strickstück beendet und gerettet und ich freue mich drüber. Also mit My UFO ein Teil weniger, musste nicht geribbelt werden, wurde gerettet und somit yay! Zum Design und Name schreibe ich euch alles unten in die Infobox. Könnt ihr mal vorbeischauen, wie es denn original aussieht bei der Teti. Aber mein Strickstück ist beendet. Und zu Knit My UFO. Ich habe vor 2 Jahren aus Jux und Dollerei das Knit My UFO ins Leben gerufen, habe auf Instagram gefragt, hat denn jemand Lust, UFOs anzugehen, sprich unfertige Objekte, die länger als einen Monat irgendwo versauern und die man nicht angefasst hat, aus welchen Gründen auch immer, um einfach motiviert zu sein, das eine oder andere doch fertig zu stellen. Und ich brauchte von außen Motivation, denn gemeinsames Leid ist geteiltes Leid oder wie heißt es so schön, ne? Wenn man dann zusammen geteiltes Leid ist halbes Leid, so rum wollte ich sagen. Gesagt, getan, es haben sich Haufen Frauen gemeldet beim ersten Knit My UFO und tatsächlich auch dieses Jahr wieder, um eine Zahl zu nennen, wir sind immer so um die 90 Personen. Das ist einfach unglaublich. Und im Januar wird das nächste Knit My UFO starten. Also, falls ihr daran Interesse habt, meldet euch über Instagram am 1. Januar bei mir. Knit My UFO 25 ist ja für dieses Jahr vorbei, aber Knit My UFO 26 startet dann vom 1. Januar bis zum 30. April. Die bestehende Gruppe wird dann reaktiviert und die neuen Leute einfach mit reingepackt. Und man stellt einfach seine UFO-Projekte vor, die man so hat und versucht dann in Gruppe die zu beenden oder falls man irgendwie eine Frage hatte zu dem einen oder anderen Projekt, vielleicht mit Hilfe der anderen dieses zu beenden. So, darüber werden wir aber nochmal reden. Ende des Jahres bzw. Anfang kommenden Jahres gehen wir weiter ins Programm, weil ich habe beim letzten Video keine Zeit mehr gehabt, ein Herzensprojekt euch nochmal vorzustellen und mit dem möchte ich jetzt starten. Es geht um 3 Frauen, die sich da nennen Wir 3, sind ansässig hier bei mir in der Nähe in Frankfurt-Offenbach. Ich blende euch jetzt auch hier nochmal deren Webseite ein. Die waren nämlich jetzt im November bei einem Künstlermarkt. Ich dachte, ich könnte euch vorab nochmal da zeige ich euch jetzt gleich was dazu, denen ihre Projekte zeigen, aber ich wurde dann krank, hat leider nicht geklappt, aber trotzdem ist es mir ein Bedürfnis, weil nämlich ich die ganze Handarbeit und das Miteinander da sehr schätze, was die 3 auf die Beine bringen. Also sie waren auf dem Wollcraft Festival in Worms, da könnt ihr gerne auch im Video vorbeischauen, da habe ich auch noch was gedreht. Und da habe ich die 3 kennengelernt und seitdem verfolge ich so deren Arbeit auch auf Instagram. Ich habe von denen halt hier ein Schreiben gekriegt. Da bedanken sie sich ganz herzlich für die Unterstützung des kleinen Businesses, mache ich hiermit sehr gerne. Die 3 heißen Jutta, Claudia und Silke. Sie sammeln alte Stoffe, die sie dann mit natürlichen Farben färben, beziehungsweise auch mit, wie nennt man das, Blattdruck oder so. Also ganz aufwendig bedrucken und danach halt eben auch besticken, nähen und ganz tolle Projekttaschen und Taschen und Buchhüllen und ich vergesse garantiert irgendwas. Sachen, Dinge herstellen. Deswegen schaut bitte auf Instagram und auf der Webseite nach. Mir wurde zum Beispiel diese tolle Projekttasche geschickt. Die, wie ihr seht, das ist alles hier per Handarbeit und Blätter und Wickeltechnik bedruckt, schön vernäht, also ganz, ganz aufwendig gemacht. Es gibt auch immer auf Instagram hier und da eine Story dazu, was sie sich dabei gedacht haben. Die Farben sind immer auch sehr schön gedeckt und natürlich. Ich finde, es sieht so wunderbar aus. Auch diese Blätter sind so toll zu erkennen. Und ich darf eine Tasche an euch, was ein schönes Violett mit Grün,
darf diese Tasche an euch verlosen. Und zwar sieht die so aus. Die wird in den Adventstagebuchfolgen an euch verlost. Und innen habt ihr nochmal auch eine schöne Innentasche. Reicht definitiv für ein Socken, wenn nicht sogar ein Tuchprojekt. Also vielen Dank an euch dreien. Was ihr da macht, ist ein toller Job. Mir ist es immer wichtiger oder ein großes Anliegen, gerade spezielles Kunsthandwerk oder Handwerk wertzuschätzen, weil ich finde, in unserer Zeit wir reden alle von Slow Fashion und wir reden alle von Wertschätzung, aber so richtig, glaube ich, haben wir uns noch nicht darauf, wie soll ich sagen, sensibilisiert, um Dinge zu erkennen, wie viel Liebe und Handarbeit da drin steckt. Im Zuge dessen möchte ich auch sagen, versucht doch auch wirklich eure lokalen Geschäfte aufzusuchen, nicht so viel im Internet zu bestellen und mal zu schauen, was drumherum um euch passiert. Denn auch da gibt es viel zu entdecken. Unsere Städte verweisen immer mehr und die kleinen Shopbetreiber haben deswegen es immer schwerer zu bestehen, weil die Leute einfach den Weg nicht mehr zu denen finden. Also teilt mir gerne solche Sachen mit. Ich mache hier gerne Werbung dafür. Wie gesagt, nochmal, die 3 Damen von Wir 3 findet ihr auf Instagram, folgt ihnen, da seht ihr auch die kommenden Termine, wo sie denn erscheinen werden, wo ihr direkt zu ihnen kommen könnt. Und hier die Webseite nochmal, wir3kreativ.de. Es lohnt sich reinzuschauen und ich finde gerade in der Vorweihnachtszeit oder in der Weihnachtszeit ist das doch mal ein schönes Geschenk, ein außergewöhnliches Geschenk, was denn doch eine gewisse Wertschätzung bedarf, aber auch die Liebe im Handwerk widerspiegelt. Ja, und damit ihr auch die 3 Damen so ein bisschen hier kennenlernen könnt, blende ich euch jetzt noch ein Video ein. Da erzählen sie so ein bisschen von sich selbst. Also wir 3, das ist die Jutta Krüger, das ist die Silke Künzel und die Claudia Arndt. Das sind wir 3. Genau. Sag mal, wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Oh, das war durch unsere frühere Spinnlehrerin, die Birgit. Die hat dich doch auf dem Markt getroffen und ihr habt gesprochen Ja. und dann hast du einen Kurs gemacht bei uns in der Spinnschule mit den Seelenwesten. Und so haben wir uns dann nie mehr aus den Augen verloren. Ja, das stimmt. Ja, und dann kam doch der Moment, wo wir festgestellt haben, meine Güte, was machen wir denn mit unseren ganzen zauberlichen Dingen? Machen wir mal einen Etsy-Shop. Wir sollten mal, haben wir gesagt. Ne? Wir sollten mal. Genau. Machen wir mal einen Etsy-Shop. So, ja. Aber das war mit so viel Aufwand und unerklärlichen Dingen verbunden, dass wir das wieder verworfen haben. Und wir haben uns überlegt, wir fahren einfach mal auf ein Wollfest. So Ja, ist machen es. wir mal. Und wie würdet ihr denn beschreiben, welcher Sinn hinter unseren Dingen oder hinter unserer Arbeit steht? Ja, einfach die Wiederverwertung und dass diese wertvollen Stoffe, die wir geerbt oder gefunden oder die wir geschenkt gekriegt haben, dass es nicht einfach irgendwo landet, sondern dass das wieder einfach einen Sinn bekommt zur täglichen Verwendung. Und da lag Handarbeit natürlich am nächsten. Ja, klar. Sinnvoll. Und jetzt, Ja. wenn ihr Ja. seht, sinnvoll. Voll, Unsere genau. Projektbeutel sind voll. Mit viel Sinn. Genau, also durch euch beide ist ja quasi der Zweck, also Sinn, Zweck, ne? Also dieses sich auf Menschen zu konzentrieren, die stricken, die mit Wolle arbeiten, also dafür quasi schöne und zweckmäßige Dinge herzustellen, die sie jedes Mal erfreuen und gleichzeitig aber auch praktikabel sind für die Arbeit. Genau, das ne? ist wichtig. Es hat ja angefangen, dass wir erstmal für uns was gesucht Genau. haben. Ja. Und dann hergestellt haben und dann, war jeder irgendwie begeistert, der das gesehen hat. Und dann haben wir sie verschenkt, die Beutel, und irgendwann haben wir gesagt, ich
glaube, das ist der Sinn. Yes. Aus alt macht neu und unsere künstlerische Gestaltung da einzubringen. Ja, genau. Ja, und dann sind wir eigentlich ja schon, das ist eine gute Überleitung so zum Arbeitsmaterial. Also diese vielfältigen Materialien, die wir verwenden. Du hattest den Ecoprint angesprochen schon, oder hattest du den schon angesprochen? Hatte ich noch nichts dazu gesagt. Das Weil kommt die alten Stoffe, ja, Genau. kommt die dann. alten Stoffe bedrucken wir erstmal mit Blättern, Gräsern, diversen Pflanzenmaterialien und sind immer wieder erstaunt, wenn wir unsere Rollen auswickeln, was da wieder Wundervolles entstanden ist. Ich muss mal gerade hier in die Kamera. Ja, Ecoprint ist große Leidenschaft geworden, aber auch die künstlerische Gestaltung, die hinterher nach dem Print stattfindet. Ja, Silke, Claudia, sagt mal, was inspiriert euch denn besonders an den Stoffen? Also, bei mir sieht das immer so aus, ich bin immer so begeistert von diesen Stoffen, die ausgewickelt werden und dann, ja, bis sie dann endlich zur Verarbeitung da sind, dann rolle ich sie mir aus und dann gucke ich, welches Stückchen sagt mir zu, und dann schneide ich meine Projekte aus und dann sitze ich erstmal da und gucke, was sagt mir jetzt eigentlich dieses Stück Stoff. Und dann nehme ich Nadel und Faden und setze einfach mal einen Stich. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht, aber ich setze mal einen Stich und auf einmal, ja, kommt ein zweiter, dritter dazu, ja, und dann kommen einfach solche Dinge dabei raus. Also ich lasse mich Wunderbar. von den Stoffen inspirieren und den Drucken. Ja, und von den Farben, ne? Also man muss dazu sagen, Silke färbt natürlich auch ihre Garne selber. Und hier zum Beispiel, guck mal hier, dieses türkisfarbene Blatt, und dann wird das hier farblich aufgenommen und die selbstgemachten Knöpfe. Genau. Ja, Die also Wickelknöpfe, genau. die sind immer wieder Ja, ja. der Knüller. ja, ja. Also ich bin auch so eine, die, also ich lasse mich auch über das Material verführen zu irgendwas. Also hier das zum Beispiel, da hat mir die Jutta diesen wunderschönen, groben und fein bedruckten Stoff gegeben und irgendwie passte der, ich fand das war, irgendwie hatte der dieses Grobe mit diesem Gold zusammen und dann musste natürlich unbedingt auch noch so ein natürliches Stück Holz als Deckel dazu. Also das ist einfach ein Ausprobieren dann auch, ne, in dem Moment. Ja. Mhm. Einfach testen. Genau. Und das gemeinsame Dinge schaffen Ja, das verbindet uns ist die Verbindung. auf wunderbare Art und Weise. Ja. Und manchmal schaffen wir sogar, dass wir zusammen, alle drei zusammen ein paar Tage in einem unserer Ateliers arbeiten können. Da einfach sonst die Entfernung viel zu weit ist für Ja, uns. Ne? genau. Weil dann nehmen wir uns ein paar Tage Zeit Mhm. und genießen es, beieinander zu Ja, sein. so wie jetzt zum Beispiel gerade. Ja. Ja. Wo wir beieinander Stimmt. sitzen. Ja. Richtig. Ja. Und natürlich seit einiger Zeit eben auch die große Freude, dann die Dinge nach außen zu bringen. Und Genau, weitertragen zu können. uns und daran zu freuen, wie andere sich freuen. Ja. Ja, das ist was total Ja, Schönes. das ist- ja, finde ich. Also ja. diese Begegnungen auf den Ja. Märkten. Genau, Also wenn das die ist- Kundin total verliebt ist in ihre Tasche und mit der Tasche kuschelt und fast schon Träne in der Augen hat, das berührt uns Ja. zutiefst. Ja. Genau. Ja, schön. Schön mit euch. Schön mit euch. Schön mit Genau. euch. Schön mit euch. Schön mit euch. Ja, und jetzt möchte ich weiter zum Finished Object gehen, und zwar zu meinem nächsten. Beendet habe ich den Swag Cardigan von der lieben Christiane von Lismi Knits. Den Swag Cardigan habe ich gestrickt aus der Alpaca Cloud. Und zwar, das ist noch der Rest, in der Farbe Rosmarinknospen. Da habe ich im letzten Video auch eingehend darüber erzählt. Und den Cardigan habe ich gestrickt für meine Schwester. Den hat sie nachträglich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und der ist schon bei ihr. Also ich blende euch jetzt hier ein Foto, ein Tragevideo oder ein Foto ein.
und möchte dazu sagen, dass auf Ravelry findet ihr meine Veränderung. Ich habe in der Länge 5 Zentimeter weggenommen von der Originalanleitung, habe auch hier diese Knöpfe weggelassen, habe meine Schwester gefragt, ob sie denn Knöpfe haben möchte, beziehungsweise Druckknöpfe, oder ich dachte auch, ich mache vielleicht so Bindeschlaufen vorne dran, aber sie war da der Meinung, genauso wie ich, das brauchst gar nicht. Der Cardigan sieht auch ohne sehr hübsch aus. Das Garn ist ja ein Blown Yarn, also ein gepustetes Garn. Fühlt sich sehr weich an. Klar, Alpaka, ich muss jetzt mal schauen. Baby-Alpaka sogar. Also wirklich super weich, und vor allem durch dieses Blown Yarn, also das gepustete Garn, hat es ein Volumen, ohne schwer zu sein. Also es ist ein sehr, sehr angenehmes Strickstück und vor allem sehr luftig leichtes, so dass man nicht gleich sich erdrückt fühlt, aber gleichzeitig trotzdem eine gewisse Wärme hat. Für meine Schwester ist das natürlich sehr praktisch, weil sie hat einen Bürojob, und im Büro finde ich immer es sehr schwierig für die Leute dort. Also sprich, hat man was an, was zu warm ist, schwitzt man schnell, und hat man etwas dünneres an, friert man schnell. So hat sie aber die Möglichkeit, mit diesem Cardigan doch wärmend angezogen zu sein, ohne aber gleich eingemummelt zu sein. Also sie hat sich, wie gesagt, sehr darüber gefreut, und ich mich auch, dass er auch so gut passt und gefällt. Ja, vielen Dank an Christiane für den Teststrick. Das war ein Teststrick für sie. Das Design war für Backnang, aber wie ich schon gesagt habe, in meinem letzten Video habe ich eingehend darüber erzählt. Schaut gerne da vorbei. Aus diesem schönen Rest, daraus stricke ich nämlich mein nächstes Finished Object Nummer 2. Das nächste fertige Objekt ist die Ruby Beanie, und zwar ein Design von der lieben Simone von My Simone. Simone ist jetzt unter die Strickdesigner gegangen. Marie und ich haben sie so lange bearbeitet, bis sie jetzt sich herangetraut hat, und wie ich finde, hat sie ihren Job super gemacht. Meine Beanie war ein Teststrick für sie. Gestrickt habe ich es aus der Lama Soft, ist ein Garn von Järbö vom Hause Edna. Das sind 150 Meter auf 50 Gramm, also ein Sportweight Baby Lama, und zwar auch ein Blown Yarn, ein gepustetes Garn. Die Beanie wird mit einem provisorischen Anschlag hier angeschlagen. Dann wird erstmal hier oben das Zopfmuster verstrickt und beendet an der Spitze, und dann nimmt man da die Maschen wieder auf und strickt dann in die andere Richtung, ich mach's mal so rum, in die andere Richtung wieder hoch, und dann erfolgt Tubular Bind Off. Das heißt also, man hat erstmal die Vorbereitungsreihen. Wie ihr seht, ist die Kante so ein bisschen rund, und dann wird italienisch abgekettet. Ja, hier habe ich das Garn, da hat es einen Knoten drin gehabt, den habe ich dann nach außen hin, weil wenn ihr natürlich die Beanie umklappt, dann seht ihr das ja nicht mehr. Die Mütze ist super soft und locker leicht. Ein Tragefoto werde ich euch aber jetzt in diesem Video noch nicht zeigen, weil da spreche ich noch gleich mal über das nächste Projekt, das erst fertig sein muss, und dann werde ich es als Set anziehen. Gestrickt habe ich es so lange hat es nicht gedauert. Also hätte ich mich nur an die Mütze gesetzt, wäre die in 2 Tagen fertig gewesen. Die liebe Anne vom Kanal, so wie Anne, die ist schon bei der 3., soviel ich weiß. Also schaut da auch gerne bei ihr vorbei. Die hat eine ganz tolle Version auch gemacht, und auch die Fiona von Nord Knits hat ebenfalls für die Simone die Ruby Beanie Test gestrickt. Wie ich sehe und höre, ist die auch bei euch schon super angekommen. Also sehr zu empfehlen. Anleitung auf Ravelry, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Schaut bei My Simone auf ihrem Kanal vorbei. Sie hat 4 oder 5 Farbvarianten. Ich muss sagen, auch ihr Mann hat eine der Mützen geklaut und angezogen, und tatsächlich auch in diesem Neonpink. Das Garn hatte ich ihr geschenkt, hatte ich in meinem Stash, und stand ihm gut. Also die Farbe ist also Unisex, für Männlein und Weiblein, passt super. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Nichts, ist ein klassisches
Mützendesign, was auf jeden Fall Jahre zu tragen sein wird und nicht irgendwie schnell aus der Mode ist. Das gefällt mir. Fand auch die Anleitung sehr klar und deutlich und hat auch keine Probleme gegeben. Also schaut gerne vorbei. Es gibt bei Simone auch einen Pullover, kostenlose Anleitung auf Ravelry. Da passt die Mütze wunderbar dazu. Und aktuell ein Schal. Ich meine, da wäre auch schon die Anleitung raus, genau. Und die fingerlosen Handschuhe, die sind im Teststrick. Also als Set könnt ihr da ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk jemanden bereiten oder euch selbst. Schaut bei Simone vorbei. Es lohnt sich. Also sehr zu empfehlen. Und weil ich sagte, dass die Beanie gut zu einem anderen Projekt passt, was ich aktuell auf den Nadeln habe. Ich hatte, bevor ich die Beanie angeschlagen habe, den Cozy Walk angeschlagen. Und zwar schon vor geraumer Zeit. Ebenfalls gleiches Garn, Babylama. Bin schon, wie ihr sehen könnt, soweit. Da ich von der Babylama einige Stränge gekauft habe, waren im Sale, hat uns die Simone damit angesteckt, also sowohl mich als auch Marie. Ich muss lügen. Ich hatte 6 oder 8 Stränge gekauft, habe jetzt für die Beanie ein bisschen mehr wie einen Strang gebraucht, weil ich es ein bisschen länger haben wollte. Und hier bin ich Ende, habe ich schon 2 verstrickt. Meine sind nur 2 Stück drin. Müsste ich am Ende mal wiegen, mal schauen. Ich werde den Cozy Walk, das ist übrigens eine Kaufanleitung von Isabel Kremer auf Ravelry, müsste ich mal am Ende sehen, wie lange ich ihn haben will und wie viel er dann wiegt. Dann kann ich euch ganz genau sagen, was ich da verbraucht habe. Gestrickt wird aber auch mit 6 mm Nadeln und lässt sich gut stricken. Anleitung auch. Ist für mich ein Nebenherprojekt. Stricke ich immer wieder dran. Und ja, wenn das fertig ist, gibt es auf jeden Fall ein Tragebild mit Beanie und mit Cozy Walk Shawl. Und da ich mir bei den Farben auch so ein bisschen was dabei gedacht habe, wie ihr seht, passt der Cozy Walk Shawl sehr gut zu meinem Frozen Nature Sweater, die Beanie auch. Aber habe ich auch das nächste Cull-Projekt, was ich hatte. Also ich habe den Birds of a Feather Cull auch ebenfalls im November jetzt beendet. Da waren wir auch nahezu 90 Teilnehmer, also da war querbeet alles dabei. Vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben. Also es ist immer unglaublich, aber immer schön zu sehen, dass da wirklich auch viele Lust drauf haben. Vor allem, wie sich alle gegenseitig unterstützt haben. Und teilweise haben ja einige Schal Nummer 2 und 3 schon angeschlagen gehabt. Also ich bin mit meinem hier noch gar nicht fertig, zeige ich euch gleich. Aber gestrickt hat auch die liebe Vivian von Vivian Knits. Da könnt ihr auch mal bei ihr auf dem Kanal vorbeischauen. Alle genannten Kanäle verlinke ich euch unten in die Infobox. Sie hat auch 2 angeschlagen und einen mittlerweile beendet. Also toll, welche Garnqualitäten und Farben gestrickt werden und Varianten. Das wollte ich dazu sagen. Und die Isa von Galeni, die verlinke ich euch auch unten. Die hat ja ihren auch schon lang fertig. Die hat übrigens auch ein Garn von Steffi benutzt, so wie auch ich. Also meiner sieht so aus. Ebenfalls eine rosa Variante mit diesem gesprenkelten Garn, welches sich Fleur de Coeur nennt. Das ist eine Single-Qualität und das ist ihre Lovely Glow. Da sind die Pailletten schon dabei und ein Flauschgarn. In diesem Single ist so ein Brombeer, Himbeerton drin und das passt wunderbar zu meinem Füchslein-Sweater, den ich euch vorhin gezeigt habe. Also ihr seht, alles irgendwie fügt sich zusammen. Grün wird ja in 2026 bei mir viel kommen, also wird er da auch wieder dazu passen. Und jetzt muss er nur noch fertig werden. Ich bin über die Mitte hinaus, also soweit. Das ist auch mein zweiter Strang Flausch. Schaut nicht, wie es gewickelt ist. Weiß der Geier, was ich da gemacht habe. Schön ist es nicht, aber funktionieren tut es. Ja, ist nicht immer alles so perfekt hier. Muss es auch nicht sein, finde ich. Ansonsten ebenfalls ein Nebenherprojekt, auch wenn die anderen schon fertig sind und der Call schon beendet, aber das war auch gar kein Muss. Also wenn ihr bei mir im Call mitmacht, dann ist
Es ist keine Bedingung, dass ihr unbedingt in der Zeit fertig werden müsst. Es geht eigentlich darum, dass ihr Mut haben sollt, diese Projekte anzuschlagen und halt die eine oder andere Frage in der Gruppe stellen zu können. Und irgendjemand weiß immer eine Antwort. Also ich bin nicht diejenige, die immer alles beantworten muss. Meine Call-Gruppenteilnehmer, die wissen das mittlerweile, die beantworten dann schon untereinander, wenn sie denn die Antwort kennen, die Fragen und warten erst gar nicht, bis ich was dazu sage. Die Nadeln, die ich hier benutze, sind die Adi Christmas Nadeln. Die habe ich mir letztes Jahr in Backnang bei Steffi gekauft. Ich mochte einfach diese weihnachtliche grüne Farbe sehr. Ich dachte, es wären Holznadeln, es sind aber Metallnadeln. Also das ist das einzige Minus. Ich stricke nicht so gerne mit Metall. Ich liebe Holz. Naja, aber ansonsten, es geht. Es gehört halt nicht zu meinen Lieblingsstricknadeln. Angesteckt hat mich auch die liebe Fiona von Nordnetz. Sie hat in die Kamera ihre 8-fach-Socken gezeigt, und zwar die Sunday Socks von Petit Knit. Und dann ist mir ja eingefallen, hier Edna hat mir ja die Wolle gesponsert. Tatsächlich eigentlich diese. Ich hatte ja gesagt, da kam eine Kiste an, da war auch diese Wolle drin, also 8-fach Sockenwolle in der Färbung. Das sind weihnachtliche Färbungen. Steht da der Name drauf? Nein, leider nicht. Aber trotzdem, das sind weihnachtliche Färbungen, findet ihr aktuell auf deren Seite bei Edna. Garnhersteller Järbö. Und ich hatte vom letzten Jahr noch diese Farbe hier. Da hatte ich 2 Knäuel. Und zwar ist es die Farbnummer 15228. Den Namen habe ich auf Ravelry aufgeschrieben. Den weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber gestrickt habe ich dann diese Sunday Sock. Und ich finde das so schön, diese Weihnachtsfärbung. Denn hallo, jetzt kommen ja bald meine Weihnachtstagebuchfolgen und auch Weihnachtslives, die ich mit Marie gestalten will. Pullover habe ich nicht geschafft, sorry Marie. Ich stricke den trotzdem. Wir wollen ja den von Sandness Garn stricken. Wie er heißt, weiß ich jetzt nicht, aber der hat ganz viele Weihnachtsmotive drauf und dann wird er halt eben für 2026 fertig gestrickt. Aber Socken, das ist jetzt erstmal eine, aber die ging fix. Ich stricke gerade aktuell noch am Adventskalendertuch, also an meinem Design Kiss from a Rose. Das zweite Tuch gerade fertig. Ich bin in den letzten Reihen. Also sobald ich das fertig habe, wird da auf jeden Fall die zweite Socke gestrickt. Und das ging ratzfatz. Also 8-fach Socken sind ein Traum. Wenn es immer so schnell ginge, dann würde ich echt viel mehr Socken stricken. Auch wenn ich mir für 2026 jetzt vorgenommen habe, nicht welche, sondern mehr zu stricken. Denn da kommen wir jetzt auch gleich dazu, da sind noch einige Strickbücher da und ich möchte mehr gestrickte Socken haben, also muss ich mich da halt auch mit dran setzen. Aber vielen Dank, Fiona, dass du das erwähnt hast, dass das 8-fach Socken sind und deswegen die erste ist schon mal gemacht. Anleitung, wie gesagt, Petit Knit. Oder ihr schaut bei Regia und Co. nach. Da gibt's auch kostenlos die Tabellen im Internet zu finden. Die zweite Christmas Sockenfärbung, die auch hoffentlich noch im Dezember jetzt auf die Nadeln hüpft, ist diese hier. Da werde ich aber mein eigenes Design benutzen, und zwar die Frozen Raspberry Socks. Da werde ich einfach die Größe 1 stricken. Das habe ich letztes Jahr schon gemacht für Davids Freundin Lilly. Da habe ich dann einfach die kleinere Größe genommen, weil das ja dickere Wolle ist. Das ist 6-fach Sockenwolle. Habe dann die mit 2,5 oder 3 Millimeter Nadel, das muss ich jetzt nochmal schauen, gestrickt. Also einfach eine Nadelstärke größer. Und dann passt es nämlich auch super. Meine Sockenanleitung ist Sew Up, finde ich persönlich besser, weil dann kann ich gut abschätzen, wie viel Wolle ich für die Socken brauche, beziehungsweise kann das ja immer dann während dem Stricken anprobieren und auch abwiegen. Das ist der Grund. Aber da freue ich mich drauf. Vielen Dank auch an Edna. Das Garn wurde gesponsert und auch das Garn wurde gesponsert. Das hier ist gekauft. Das nächste Garn, was hier eingetrudelt ist, da blende ich euch jetzt erstmal ein Video ein und das ist aus dem Hause Rico Design. Das Video kommt jetzt. Wer meine alten Videos gesehen hat, weiß, dass ich ab und an auch von Rico Design ein Garn-Sponsoring erhalte, also sprich bei Rico Design verschiedene Garne anfragen kann und dann halt eben diese zugeschickt bekomme oder
zugeschickt bekomme. Und in diesem Fall hat mich dieses Garn gecatcht. Es ist die Luxury Pure Baby Alpaca, ist ein Brushed Alpaca und hat auf 50 Gramm 150 Meter 100% Alpaka, super weich, wird gestrickt mit Nadelstärke 4 bis 5 und fand ich super. Mir hat diese Farbe besonders gut gefallen. Das ist so ein Neon Melone, was sich in 2025 in der Modewelt auf jeden Fall hier und da durchsetzen wird. Und Rico war so nett und hat mir gleich diese zwei Farben auch noch mit zugeschickt. Das Grün, wie ihr seht, geht bei mir immer. Ist die Farbnummer, achso, schauen wir mal hier, Farbe Nummer 06. Das war die Farbe Nummer 02. Und hier haben wir die Farbe 05, ein schönes, ja, Schokobraun würde ich es nennen. Ja, dann hat man mir passend dazu dieses Made by Me Heft geschickt, Herbst Winter 25, 26, die Nummer 21. Ich durfte ja in Köln auf der H&H mir schon die Designs anschauen. Ich verlinke euch auch oben hier ein i des Köln-Video, da könnt ihr nochmal schauen, was es da alles für Modelle gab und was denn die liebe Marie von Rico Design dazu zu erzählen hatte. Ich finde die Hefte auch unheimlich toll gestaltet, gefallen mir sehr gut, habe ich auch schon in der Vergangenheit mir immer wieder gekauft. Es gibt ja die Love Wool und halt eben die Made by Me. Hier, Made by Me. So. Und zu diesem Alpaka habt ihr auch verschiedene, das ist jetzt zum Beispiel eine Chunky-Version, das ist eine andere Wolle, ist auch eine coole Jacke. Die Accessoires sind auch sehr cool. Ich finde, Rico gibt sich Mühe, auch jung und frech zu sein und vor allem so ein Fashion und Style Pep reinzubringen. Und dieser Schal, also der hat es mir angetan, ist auch ein ganz besonderes Garn, ist die Luxury Alpaca Cotton Fusion. Aber ich finde dieses einfach mit diesen Zöpfen größer und kleiner sieht super aus. Tatsächlich bin ich sogar eher ein Schalliebhaber statt ein Tuchliebhaber. Ich habe aber beides. Aber wenn ich die Wahl habe, dann trage ich doch lieber Schals. Und von diesem, wie heißt es nochmal, Luxury Pure Baby Alpaca, da kann man sich auch dieses Tuch draus stricken. Aber ich habe mir herausgesucht, da muss ich jetzt mal schauen, wo es ist. Ach, nee, zu dem Pullover habe ich was zu sagen. Den habe ich nämlich in Köln sehen dürfen und das ist nämlich nicht in die Wolle mit hineinverarbeitet, sondern das ist einfarbige Wolle und hier und da haben die einfach Wollreste mit rein versteckt. Finde ich eine tolle Idee. Sieht cool aus, sieht sogar so aus, als ob das im Garn mit drin wäre, ist es aber nicht. Ich dachte, ich zeige es euch mal, vielleicht wollt ihr das mal umsetzen. Ja, hier wieder die Mintfarbe, die ich sehr schön finde. Und hier die Tasche, die hat es mir zum Beispiel angetan. Also, ich könnte mir vorstellen, diese Tasche zum Beispiel zu häkeln. Ich finde, die sieht total cool aus und außergewöhnlich vor allem. Oder aber eben aus einem Knäuel könnt ihr so ein süßes, so einen süßen Kaul machen mit dieser Schleife vorne. Ich finde, es hat was und so ein Einknäuelprojekt finde ich sowieso immer sehr befriedigend. Man ist dann schnell fertig und hat gleich was anzuziehen. Also Rico hat auch immer ganz goldige Knöpfe und Accessoires, die man im Shop findet. Finde ich immer total cool. Ja, hier sehen wir noch mal einige Modelle. Ich freue mich drauf. Wird auf jeden Fall diesen Winter ausgetestet und vielen Dank an Rico Design.
Ja, und da Rico mir das tolle Heft hier mitgesendet hat und ich dann gesehen habe, dass es hier diesen Kaul gibt, den fand ich total süß, habe ich dann einmal dieses braune Garn gehabt und auch dieses grüne, das habt ihr ja jetzt im Video gesehen. Ich werde mir den Kaul in grün stricken. Das ist jetzt auch Dezember-Strickplan. Und meine Freundin Lilly durfte das braune Garn schon anstricken und sie hat den Kaul schon beendet. Also total süß, es ging ratzfatz. Ist ein super weiches, luftiges Garn. Ich finde, es ist ein einfacher Strick und der macht doch so viel her. Es passt auch in jede Handtasche und hier vorne hat sie den I-Cord gestrickt. Ich habe gedacht, die wird die Kordel drehen. Wir haben auch so eine Kordelmaschine, aber sie hat halt schnell gestrickt. Und ich blende euch auch mal hier ein Foto ein von ihr. Sie hat das passend zu ihrem Pullover dazu gestrickt und ich finde, das sieht auch gut aus. Und da bedanke ich mich dafür. Aber auf jeden Fall ist das noch der Rest. Hätte man vielleicht noch in die Länge mit reinstricken können. Sie hat sich aber an die Anleitung gehalten, ist ja auch okay. Werde ich mir bei meinem überlegen. Aber die Baby Alpaka ist auf jeden Fall super weich. Hat so eine Brushed Optik. Vielleicht kann man das sehen. Und was ich halt mag, ist, das ist einfach zwar ein super wertvolles Garn, also Baby Alpaka sagt ja schon aus, dass es ein hochwertiges Garn ist, aber es ist ein Einknäuel-Projekt und das finde ich immer toll, wenn man eben mit einem Knäuel eben mal was schafft. Entweder Luxus für sich selbst, also sprich, weil man sich was Gutes tut. Ich glaube, der Preis ist 10, 12 Euro. Da müsst ihr mal bei Rico Design auf deren Seite gucken und dann hat man eben so einen schönen Kaul oder halt eben als Geschenk für Weihnachten eben mal schnell einen gestrickt. Tolle Idee. Wie gesagt, in dem Heft. Danke an Rico. Und bevor ich jetzt hier weitermache, möchte ich natürlich auch die Gewinnerin von meinem letzten Gewinnspiel hier nennen. Und zwar ging es da um dieses Buch Wolle pur, wurde mir zur Verfügung gestellt von der lieben Helena von Irida Design. So rum ist eine Handfärberin, die in Mannheim ist und deswegen mein Augenmerk darauf. Mannheim ist meine Heimatstadt und da unterstütze ich doch sehr gerne und habe euch in dem letzten Video auch dieses tolle Projekt vorgestellt. Also schaut da auch gerne vorbei und vielen Dank nochmal an dich, liebe Helena. Und die Gewinnerin blende ich jetzt hier ein. Melde dich bitte per E-Mail bei mir, damit wir die Anschrift austauschen können, die anderen nicht enttäuscht sein. Es ist nun mal so, aber in den Weihnachtstagebuch-Episoden, die ich jetzt im Dezember plane, werde ich einiges verlosen. Schaut da vorbei. Ihr habt ja gesehen vorhin die Tasche von wir drei und einiges an Wolle und da wird noch einiges eintrudeln. Auch Edna hat ja was gespendet und ihr habt da auf jeden Fall noch genug Chance, was zu gewinnen. Aber an der Stelle nochmal Danke an Helena. Und Helena hat freundlicherweise mir auch ein Exemplar zugeschickt. Da bin ich total dankbar für. Also wird auf jeden Fall hier in Ehren gehalten. Ganz hinten im Buch ist auch ihr eigenes Design. Da ist so ein Weihnachts-Winterkaul. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Für 2026, da steht anstricken möchte. Und dann ist ja eine ganz große Überraschung hier eingetrudelt von ihr. Dieser Adventskalender Bayerischer Wald, da sind 4 Stränge drin, also für die jeweiligen Adventssonntage habe ich nicht mitgerechnet. Vielen Dank an dich und da freue ich mich mega drauf. Ich habe keinen Adventskalender. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, Überraschungen sind nichts für mich. Umso schöner, wenn ich nicht damit gerechnet habe. Also vielen, vielen Dank. Wir schauen auch gerne mal kurz rein. So viel können wir nämlich dann mal sehen. Hoppala. Da sind nämlich auch schöne Maschenstopper weihnachtliche drin gewesen. Könnt ihr auch bei ihr auf der Webseite sehen. Den Shop verlinke ich euch unten. Und wie ihr seht, liebevoll verpackt. 4 Stränge, da freue ich mich drauf. Ich habe mal im Internet geschaut. Farbthema ist grün, passt wunderbar.
Und ich habe überlegt, da ich ja vorhin erwähnt habe, dass ich den Frozen Dahlia Schal, also mein Adventskalender-Design vom letzten Jahr für Wool Forest, da ich den selber nicht habe, sondern halt eben für Wool Forest Test gestrickt habe und einen Sampler gestrickt habe, stricke ich mir vielleicht aus diesen 4 Strängen dann einfach mein Design nochmal und da freue ich mich drauf. Grün passt doch wunderbar und vielen, vielen Dank. Ja, dann möchte ich nicht nur reden über Projekte, die super funktioniert haben, sondern auch über solche, die nicht funktioniert haben. Und zwar leider dieser Cardigan. Ich hatte die tolle Merino-Wolle von Edna gesponsert bekommen dazu. Und zwar ist es dieses schöne Rot. Ich hatte den Cardigan zweimal gestrickt und jedes Mal hatte ich wieder einen Fehler drin und musste das ganze Ding ribbeln. Und nach dem zweiten Mal hatte ich keine Geduld mehr. Also entweder hatte ich nicht den Kopf dafür oder halt eben ist die Anleitung einfach nicht für mich gewesen. Ich weiß es nicht. Sie ist eine kostenlose Anleitung auf Edna zum Download, ist hier zum Download verfügbar. So, jetzt. Und immer habe ich hier in der Passage den Fehler gemacht. Also 2 verschiedene, aber die waren beide horrend und ich musste ribbeln und die Anleitung und wir sind einfach nicht warm geworden miteinander, aber doch euch hier mitteilen, den Cardigan wird es jetzt erstmal nicht zu sehen geben. Ja, ist manchmal so. Also manchmal sprechen Anleitung und Anwender nicht die gleiche Sprache. Ein weiteres Projekt hat es bei mir noch auf die Nageln geschafft, diesen tollen Garn, das ist die Beara aus dem Hause Soulwool, beziehungsweise von Hey Mama Wolf, sorry. Das ist irische Wolle. Die hatte ich euch auch schon mal vorgestellt. Und das ist robusteres Garn, aber für robustes Garn finde ich immer noch weich genug. Diese Färbung hat so einen grünlich-grauton mit so liederfarbenen Flecks drin. Und ich hatte Lust, den Eva Cardigan draus anzuschlagen. Aktuell, wie gesagt, noch kaum Fortschritt, aber auf die Nadeln hat es schon mal geschafft. Dann schauen wir mal, wie der über die Wintermonate ausschauen wird. Da könnt ihr auch so ein bisschen diese fliederfarbenen, da sieht man es, Sprenkel sehen. Und bin mal gespannt, wenn die Wolle gewaschen ist, wie sie sich denn entwickeln wird. Wurde mir gesponsert zum Testen und da freue ich mich auch drauf. Was halte ich denn heute so das alles in die Ecke? So, jetzt kann man es gut sehen. Also es wurde mir gesponsert und da freue ich mich drauf. Lasse ich mir auch Zeit, ebenfalls Dezember, Januar, den Eva Cardigan draus zu stricken. Ich mag's. Im Moment stehe ich auch irgendwie auf diese robusten Garne, die ja noch mal mehr wärmen als wie die Flauschgarne. Also Flausch hat natürlich Mohair, hat immer einen Wärmefaktor. Finde ich, wärmt mich am meisten von den Flauschgarnen. Aber diese robusten Garne haben nochmal einen ganz anderen Wärmefaktor. Verträgt natürlich auch nicht jeder. Aber trotzdem, ich stehe im Moment drauf. Keine Ahnung warum. Ist so. Aber in nächster Zeit werdet ihr die ein oder andere robuste Wolle hier sehen, die aber trotzdem immer noch weich ist dafür. Und wenn sie gewaschen ist, vielleicht noch mal viel mehr. Also Beara, neu, könnt ihr schauen. Hey Mama Wolf. Das letzte Mal habe ich euch gezeigt, dass diese tolle Wolle hier bei mir eingezogen ist. Und zwar war das ein Geschenk von der lieben Veronika aus dem Hause Mimi liebt Wolle. Das war ein Fox in the Woods, ein Sockset. Finde ich total schön. Hat die Marie von Marvel Knitting schon in ihrem Podcast gezeigt. Schaut auch da gerne vorbei. Wunderbar. Ich hatte aber vergessen, den Shop unten zu verlinken. Mache ich jetzt dieses Mal. Aber Socken werden auf jeden Fall in nächster Zeit Thema sein, denn vom Fresh Verlag durfte dieses tolle Buch hier einziehen von Summer Lee. Ich meine, das hätte ich euch noch gar nicht gezeigt, deswegen hole ich es jetzt hier mal nach. Summer Lee hat auch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch unten. Folge ich schon sehr lange. Ich finde die Frau einfach genial. Und ihr findet in ihrem Buch natürlich von der Basic-Sockenanleitung bis zu diversen Colorwork-Socken und Toe-Up und keine Ahnung, Socken mit Farbverlauf. Also
Es gibt einiges, was man hier im Buch finden kann, an Techniken und an Ideen. Und Summer Lee hat immer ganz tolle Farbideen, finde ich, und Farbkombinationen. Die ist einfach inspirierend. Ich finde, von all den Sockdesignern, ihre Socken machen mich mitunter am fröhlichsten. Und ich finde, die sind halt auch easy strickbar für viele und für alle. Also Summer Lee verrät ihre Strickgeheimnisse, um kunterbunte Socken zu zaubern für Anfängerinnen und Sockenprofis. 25 Sockenanleitungen für 25 Euro. Also ihr habt also praktisch für 1 Euro immer jeweils eine Sockenanleitung. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ein zweites Sockenbuch vom Fresh Verlag durfte ebenfalls hier einziehen, und zwar von der Designerin Charlotte Stone. Geniale Motivsocken stricken. Das ist ihr Buch Nummer 2, ist auf Deutsch erschienen. Ich habe auch Buch Nummer 1, tatsächlich auf Englisch, musste ich sofort haben. Ja, habe ich bis jetzt auch noch nichts draus gestrickt. Schande über mein, Asche über mein Haupt. Also es sind einfach so schöne Bücher. Da muss was passieren im nächsten Jahr. Wenn ich diese Karotten sehe, wie toll sind die? Oder auch hier der Campingbus, der spricht mich voll an. Ich bin zwar kein Camper, aber das sieht doch voll nach Urlaub aus. Und ich habe auch noch als Kaufanleitung von ihr, da gibt's doch so Brezelsocken. Ich meine fürs Oktoberfest. Also schlimm, schlimm. Ich muss schauen. Oder habe ich die mit heißer Schokolade? Schaut auf jeden Fall bei Charlotte Stone auch gern auf Ravelry vorbei. Aber ich finde, das ist auch so eine klassische Männer- oder Teenager-Socke. Das geht doch immer. Das sieht doch cool aus. Sind total witzig. Also ich finde ihre Designs auch immer total farbenfroh und lebensfroh. Dieses Buch ist 26 Euro und da sind ebenfalls 25 Sockenanleitungen drin. Also sehr viel Socke für das Geld. Beide Bücher kann ich euch nur empfehlen. Vielleicht wollt ihr sie euch für Weihnachten wünschen. Ist auf jeden Fall jeden Euro wert. Ja, immer mal wieder kommt es vor, dass ich bei diversen Firmen wegen Garnen anfrage und einfach zum Thema Flauschgarn, was gibt es da Neues, habe ich jetzt auch wieder bei Pasquali gemacht. Tatsächlich kriege ich dann auch immer nette Antwort und Post, so auch geschehen dieses Mal. Und in der Post waren die folgenden Garne. Da möchte ich euch einmal die Suave in die Kamera halten. Ja, jetzt Suave in die Kamera halten. Das ist ein Flauschgarn, was komplett aus Baumwolle besteht. Und das hat 25 Gramm, 162 Meter. Also wer vegan unterwegs ist, der ist ja eigentlich mit diesem Garn gut bedient. Gestrickt habe ich es noch nicht, getestet noch nicht. Also es ist ein Knäuel gekommen. Für eine Maschenprobe reicht's. Werde ich testen. Und dann gibt's noch dieses Flauschgarn. Das ist Lustrous Mohair, Silk, also Seide, Jack und Merino Blend. Mohair, Seide, Jackwolle, Schurwolle. Sind auf jeden Fall 25 Gramm, 200 Meter. Nennt sich Manada. Also ist super weich. Fühlt sich durch das Jack wahrscheinlich auch eher wattiger an. Ich habe ja schon Jackflausch verstrickt, auch hier in dem Sweater. Und das hat eher so eine wattige Optik. Also das Halo ist sehr kurz, also dieser Flausch. Und wer das lieber so mag, dem würde ich vielleicht die Manada empfehlen. Wird ebenfalls als Maschenprobe getestet. Dann durfte noch einziehen die Mohair Bliss von Pasquali. Also immer jeweils ein Knäuel wurde mir gesponsert zum Testen. Super weiches Mohair, ganz tolles Mohair. Hat ein Kurzhaaroptik, also ist zu vergleichen mit den kurzen Mohairhaaren bei Knitting for Olive. Fühlt sich super weich an. Würde ich auch als weicher als wie die Knitting for Olive Qualität einschätzen. Und hat auch die klassische, nein, hat nicht die klassische Mohairlänge. Hier steht, auf 25 Gramm sind es 300 Meter. Wow. Also nochmal mehr. Dann ist es auch feiner. Dann ist es eher zu vergleichen mit der Ito.
Ito Sensei und die von Langjans, die Lace Lux. Ich glaube, so heißt die. Die ist auch nochmal dünner, also nochmal feiner. Und dann habe ich nach der Kashmir Lace gefragt von Pasquali. Und da kam dann dieser tolle dunkle Rotton, so ein Bordeaux. Das sind 25 Gramm, 170 Meter. Die Farbe heißt Ruby, Farbnummer 28, wenn es interessiert. Bei Steffi im Shop hatte ich mir zu meinem Geburtstag die Cardiff Kashmir geleistet. Davon gibt's die vergleichbare Qualität auch bei Pasquali. Das ist ja die Kashmir Lace Qualität. Ihr seht aber hier, es gibt einen leichten Farbunterschied. In der Kamera ist er nochmal deutlicher zu sehen als wie in echt. In echt ist dann noch, also der Ton nochmal dunkler. Aber trotzdem ist ein Unterschied da. Ich finde auch, dass die Haptik, die Kaschmir-Haptik hier nochmal eine weichere ist. Preislich weiß ich nicht, wie viel die auseinander liegen, aber das fühlt sich nochmal weicher an. Auch das werde ich testen, deswegen hatte ich es angefragt. Und das wird mein Poppy-Shirt. Das habe ich vor, über die Weihnachtsfeiertage anzuschlagen, weil ich einfach mir was Schönes und Gutes gönnen möchte. Es wäre zu schade, dass dieses Garn hier hinter mir im Regal versauert. Deswegen, das wird mit höchster Wahrscheinlichkeit einer meiner Weihnachtsanstiege sein. Ich sage eine, weil da wird noch mehr kommen, denke ich mal. Aber das wird auf jeden Fall einer sein. Was ich sehr vorbildlich finde bei Pasquali ist, die schicken einem auch immer gleich die Farbkarten mit. Also die könnt ihr euch auch bei Pasquali bestellen. Und so habe ich dann zu jeder Qualität die passende Farbkarte geschickt bekommen und halt eben auch zu der Suave und halt eben zum Organic Cashmere. Und ja, ich finde das immer toll, weil man dann nämlich sehen kann, welche Kaschmir-Sorten zum Beispiel, also das haben sie da gut gemacht, da haben sie sogar die verschiedenen Kaschmir-Qualitäten aufgelistet. Also ich habe jetzt die Kaschmir Lace und dann gibt's halt hier auch die, wie von Cardiff, die vergleichbare Kaschmir-Variante. Und dann habt ihr auch hier hinten noch eine, die heißt, das ist, ach so, das ist nochmal eine ganz dicke, die Deliza. Die hat auf 25 Gramm 75 Meter. Ja, also diese Farbkarten könnt ihr euch bei Pasquali auch bestellen. Und dann könnt ihr nämlich immer entscheiden, welches Garn ihr oder welche Farben ihr denn möchtet. Vorbildlich, vielen Dank, Pasquali. Und hier werden dann einige Maschenproben erstellt oder halt eben kleine Schal. Ich denke, dass ich sogar diese zwei Farben miteinander halten möchte, weil ich mag nämlich, wenn das Rot mit so einem Schokoladenbraun abgedunkelt wird. Da habe ich einen Knit Monday Sweater gestrickt, den habe ich genauso gestrickt. Da habe ich auch eine Rotfärbung genommen und habe dann mit einem schokoladenbraunen Mohair drüber gestrickt. Also das, denke ich, wird ein Miniscarf und die anderen werden dann Maschenproben. Ein Buch möchte ich euch noch vorstellen, und zwar ist es vom Stiebner Verlag hier angekommen, von der Maja Carlsen, Schwedisch Stricken für den Winter. Sie strickt ja viel für, ich meine, Järbö oder Svarta Fadet, vielleicht auch für beide Garne. Also man findet ihre Designs viel auf Edna. Ja, ich wollte dieses Buch haben, denn ich werde jetzt auch beim Julvantenkall mitmachen bei Edna. Da ist das Garn jetzt schon angekommen, werde ich euch in der nächsten Episode zeigen. Aber das Design ist ebenfalls von ihr. Ich mochte auch, wie dieses Buch aufgebaut ist. Das hat so eine schöne, heimelige Optik. Und hier, wie toll ist denn der Sweater mit den Monogrammen? Ist das nicht cool, wenn man jemanden sowas strickt, mit dem Monogramm gleich von demjenigen mit drin? Ach, ich stehe im Moment auf so Nostalgisches. Das gibt einem einfach so, ja, das sieht aus wie gestrickte Liebe. So würde ich es mal ausdrücken. Deswegen, ich mag es einfach. Das gibt einem so eine Gemütlichkeit, so eine Herzlichkeit. Ja, ist einfach schön. Die Strickjacke ist toll und diese kurze Strickshort, die macht jetzt gerade auf Instagram ständig, poppt die auf. Ich denke, die macht sich gut unterm Kleid, damit
auch der Poppes schön warm bleibt. Ja, und was noch? Hier, das ist auch so ein schönes Rundpassendesign, passend auch für die Winter- oder Weihnachtszeit. Das wäre ein schöner Weihnachtspullover, finde ich hier unten. Ich mag auch diese Socken oder Hausschuhe, kenne ich von meiner Oma. Bin ich, ja, reizt mich das vielleicht auch mal anzustricken, weil ich das gerne mal aus Nostalgiegründen gerne machen würde. Und was fand ich noch so toll? Ihr habt aber auch hier so klassische Strickjacken mit drin, also nicht alles ist irgendwie bunt oder aufgeregt. Hier gibt's auch schöne Tannenbaumsocken und den hatte ich ja vorhin schon gezeigt. Ein schöner Winterpullover. Und mir hat's einfach wirklich das hier angetan. Ich finde das einfach total cool. Also das ist so All-Time Favorite. Das Ding, glaube ich, in 10 Jahren würde ich es immer noch lieben. Hat einfach was. Ja, und gerade so mit diesem Natur oder so ein Naturgrauton. Und das hier, last but not least, ein schöner Name, Schwesternschaft. Hallo? Ist das nicht cool? Also, ich bin total begeistert. Schwedisch stricken für den Winter, Stiebner Verlag, wurde mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Vielen Dank. Ja, dann zeige ich noch ein bisschen Garn. Heute ist es garnlastig, es tut mir leid. Also sprich, es ist halt hier einiges angekommen. Und zwar hatte ich bei Peacock Garn, hatte ich, das ist auf Instagram findet ihr sie und auch den Shop werde ich unten verlinken, hatte ich Wolle bestellt. Da müsst ihr noch ein bisschen warten. Da werden wir noch mal in der nächsten Episode drüber reden. Aber das hier war dann als Beilage mit dabei. Und zwar ist es Silpaca, so nennt sie das, 400 Meter, 100 Gramm. Wir haben hier 50% Merino extra fein, Baby Alpaka 30% und 20% Maulbeerseide. Ganz, ganz cool. Non-Superwash finde ich sowieso auch cool. Äh, Non-Superwash hat ja nochmal eine andere Haptik wie Superwash. Und die Farbe heißt Wüstenschiff. Und ich dachte mir, ich könnte daraus doch so eine Oslo-Head, Simone ist schuld, stricken, die ich schon lange stricken wollte. Und zwar zusammengehalten mit diesem tollen Merino-Garn von Mondschaf. Virgo nennt sich das. Das wurde mir von einer Zuschauerin, von der lieben Jutta gesponsert. Das würde doch zusammen eigentlich eine coole Oslo-Head ergeben. Auch das, denke ich mal, wird für die Dezember-Januar-Zeit ein Strickprojekt werden. Also ich finde es gerade cool. Sagt ihr mal was dazu? Und von BC Garn kam, da bin ich im Influencer-Programm drin. Das heißt, ich bekomme ab und zu Garn geschickt, was ich testen darf und mir aussuchen darf. Und da hatte ich mir ja das neue Garn, die Swala, in diesem schönen Bordeaux ausgesucht. Da kommt der Magnolia Bloom heißt er sogar, von Camilla Ward jetzt demnächst auf die Nadeln. Den werde ich mit dem Blown Yarn von BC Garn auch zusammenhalten. Aber es kam die Swala noch in diesen Farben hier an. Die habe ich mir auch noch ausgesucht. Und die fand ich so schön. Die wollte ich zusammen verstricken und zu sehen auch, wie die sich, also ob das auch farbecht ist, ob da irgendwas ausläuft oder nicht. Und da wollte ich einen Colorwork-Pullover mitmachen. Einen Plan direkt habe ich jetzt noch nicht, aber würde das auch gern zeitnah im Januar, denke ich mal, verstricken. 100% Alpaka-Qualität. Soul Wool ist ja die Mutterfirma. Die sind ja bekannt dafür, dass die auf jeden Fall auf alle möglichen, die haben ja verschiedene Zertifikate und auf alle möglichen Sachen achten. Also geht da gerne auf deren Webseite. Kremke gehört da ja dazu, BC Garn, Erika Knight, was hatte ich vorhin? Hey Mama Wolf. Also die haben einen hohen Standard, was Umwelt und Tier angeht und das finde ich toll und deswegen werde ich auch in 2026 viel Garn, also habe ich vor, viel Garn von denen zu verstricken, weil ich einfach
von Qualität und dem, was dahinter steht, überzeugt bin. Ja. Schauen wir mal, wie sich das jetzt verhält. Das habe ich noch nicht gestrickt. Da freue ich mich drauf. Super weich ist es. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie ergiebig das ist. Das Garn selber ist, glaube ich, so 12 € für den Knäuel. Ist ja auch nicht gerade billig, aber es sind ja auch viele Meter. Deswegen hoffe ich, dass sich das also ergiebig zeigt. Das sieht man ja dann erst, wenn es auf den Nadeln ist, wie denn das Maschenbild wird. Und ja, dann berichte ich noch. Ja, das war jetzt wieder viel heute. Ich hoffe für die ein oder andere nicht zu viel. Es stehen Lives an. Ich hoffe, dass ich das Video bald zusammengeschnitten kriege. Deswegen weiß ich nicht, wie zeitnah ihr Bescheid wisst. Also schaut einfach nach hier auf YouTube und auf Instagram, welche Lives denn kommen. Aktuell, jetzt wo ich drehe, folgt das nächste Live mit Fiona und mit Simone. Also Fiona von Nordnitz und Simone von My Simone. Dann kommt ein Live mit Marie und Simone. Da haben wir getauscht. Das wird am 1. Dezember sein, weil die liebe Mary von Strandstrick musste zu einer OP. Und deswegen haben wir mal getauscht. Und dann wird das zweite Dezember Live am 16. Dezember stattfinden, denn mir ist ein beruflicher Termin wieder dazwischen gekommen. Und dann hoffen wir, dass es Mary gut geht und wir dann zu dritt am 16. Dezember für euch da sind. Also Marie, Mary und ich. Das sind so die Pläne. Ich freue mich auf euch, auf eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Danke allen, die irgendwelche Produkte hierher geschickt haben, auch zum Verlosen und zum Zeigen und zum Testen. Für eure Unterstützung. Die eine oder andere spendet auf Ko-fi oder auf PayPal für Porto etc. pp. Also vielen Dank von dieser Seite aus und überhaupt für eure Kommentare und Aufrufe und Herzchen und so weiter und so weiter. Ja. Da bin ich sehr dankbar dafür. Und E-Mails, also es erreichen mich immer noch E-Mails, die schön lang sind und ausführlich. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit mit mir, ohne mich, mit euren Lieben oder allein. Macht's euch gemütlich, macht euch Zeit schön, geht in euch, was euch gut tut. Und ja, vielen Dank.